überall besser als er. Was macht das mit dir? Das macht ihn traurig. Nein. Das siehst du, er ist beleidigt. Ich freue mich echt. Ich freue mich. Ich bin sauer, was mal Adern im Kopf kriegt. Ja, aber dann lass doch 5 Runden kämpfen und nicht 3. Mein Stadion, meine Regel. Dass ich hier sitzen kann und er fordert mich heraus. Ich mache alles richtig. Geil. Ich krieg Gänsehaut. Er wird mich gegen den Cage drücken, festhalten und wird dann draufhauen. Nee. Egal, wo der Käfig steht. Octagon ist mein Zuhause. Ich nehme ihn dann zu Hause weg. Soll er kommen? Nein, ich freue mich schon. Ich freue mich echt schon. Ich kann es kaum abwarten, immer aufs Maul zu hauen. Das werden wir sehen. Octagon-Fans, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Hackel und ein großer Kampf rollt auf uns zu. Octagon 94, Frankfurt, ausverkauftes Stadion, 26. September. Max Coga gegen Christian Jungwirth. Max Coga kehrt zurück, 2 Jahre Verletzungspause. Er geht 2 Gewichtsklassen hoch, respektabel. Er will sich selbst etwas beweisen. Auf der anderen Seite der Medaille Christian Jungwirth, der People's Champion, den alle lieben, haben wir ins Herz geschlossen. Er hat das Granitkinn, den eisernen Willen, den Kampfgeist. Er will sich einen Rückkampf gegen Christian Eckerlin verdienen. Für beide geht's um eine Menge und heute sind sie hier face to face. Christian? Ja. Max? Zunächst mal Respekt vor euren Karrieren. Danke, dass ihr hier seid. Und danke auch für diesen Moment, den wir vor ein paar Wochen hatten in Berlin, in der Mitte des Cages. Das war einer der denkwürdigsten Stare-Downs, die wir bei Octagon bisher hatten. Und ich habe das große Privileg gehabt, 1 Meter daneben zu stehen. Ich habe in dein Gesicht geschaut, habe versucht, die Körpersprache zu lesen. Bei dir hat man gemerkt, der saugt das gerade richtig auf. Du hast gegrinst von Ohr zu Ohr. Bei dir war Anspannung da. Ich konnte es nicht richtig deuten, aber warst du nervös in diesem Moment? Ich war sehr fokussiert. Ich habe ihm in die Augen geguckt und ja, das Adrenalin schießt ja natürlich hoch. Was siehst du, wenn du in seine Augen schaust? Hat er Angst? Ist er nervös? Nein, der ist viel zu erfahren dafür. Auf dem Level hat man keine Angst mehr. Aber ich denke mal schon, Respekt ist da, beidseitig. Und ja, Angst denke ich nicht, dass er hat, aber ich werde Spaß haben. Ich freue mich schon. Max hat um diesen Kampf gebeten. Du wolltest den Kampf haben. Du hast gesagt, ich will gegen Eckerlin kämpfen, wolltest den Kampf am Anfang nicht. Wie soll ich jetzt darauf antworten? Doch, er wollte ihn am Anfang. Zuerst wolltest du den Kampf. Ja, aber dann sind die 2 Niederlagen bei Christian, hat er 2 Niederlagen gehabt. Und sag mal so, dann war der Kampf mit Coga, wir haben ja schon drüber gesprochen, damals in Hamburg war das. Genau. Ja. Und ja, natürlich, aber wie gesagt, dann kamen die 2 Niederlagen von Christian. Und dann ist der Kampf mit Max, sage ich mal, für mich uninteressanter geworden in erster Linie. Und ja, dann kam der Kampf eigentlich mit Christian wieder so. Ja. Wie hat sich das angefühlt, dass er den Kampf abtut und so ein bisschen zur Seite schiebt? Das ist für mich kein Problem gewesen. Ich bin dran geblieben über 1 Jahr und habe ja letztendlich diesen Kampf bekommen. Wir sitzen jetzt hier und ich habe alles richtig gemacht. Ich habe ihn einfach, ich habe diesen Kampf einfach haben wollen und bin mit allen Mitteln, mit allen Ressourcen da rangegangen, um diesen Kampf auch zu bekommen. Ich sag mal so, ich will jetzt nicht also der Kampf gegen Max, der wird definitiv ein Kracher werden. Also definitiv das, was die Leute sehen wollen, werden sie auch bekommen. Und ich sag mal so, vom Kämpferischen her wird das für mich eine größere Herausforderung, weil der Max ist um einiges erfahrener und ja, und auf das habe ich Bock, weil ich suche keine schwachen Gegner, ich suche mir die Gegner nicht aus, ich nehme die Besten, gegen die ich kämpfen kann, schon von Anfang an von meiner Karriere und da ist für mich Max zählt da dazu und da habe ich einfach Bock drauf auf den Kampf auch und ja. Wie geht's dir da? Dass ich Bock habe auf den Kampf? Oder was meinst du? 100%. Ich habe ja schon lange bekundet, dass ich ihn schon tatsächlich viele Jahre kämpfen möchte.
aufgrund von seiner Leistung. Ich habe sogar überlegt, warum ich so viel Bock habe auf dieses Duell. Ich habe auch als Comeback nicht vorgehabt, jetzt irgendwie ein leichtes loszuziehen, sondern ganz im Gegenteil. Ich suche die Herausforderung. Der Sport macht es möglich, dass ich harte Challenges haben kann, wenn man sie einfordert. Und ich habe genug Status und genug in diesem Sport gelassen, dass ich mir dass ich davon auch Gebrauch machen kann. Und deswegen habe ich bekundet, dass ich Christian Jungwirth kämpfen will. Christian Eckerlin ist, um einen Begriff zu bemühen, der es vielleicht trifft, der rosa Elefant in diesem Raum, der schwebt über diesem Kampf. Du hast vorhin gesagt, ich habe genau hingehört, er ist das gefährlichere Matchup, er ist der stärkere Gegner. Warum nimmst du dann diesen Umweg für den Eckerlin-Kampf? Ja gut, ich suche immer die besseren Gegner. Also ich will mich ja selbst auch weiterentwickeln. Ich will ja mir selber auch zeigen, dass ich mich weiterentwickelt habe. Und da entwickelst du dich nur weiter mit besseren Gegnern. Ne? Das habe ich Bock. Ja. Und vor allem Max ist wirklich, der hat schon, wie viele Kämpfe hast du? Über 30? 36. 36 Profikämpfe. Und das ist schon eine ordentliche Zahl. Und ja, es gibt nichts Besseres für mich, nichts Schöneres. Ja. Ich verfolge deine Karriere schon eine ganze Weile, ich glaube so 15 Jahre bestimmt. Und du warst oft der Main Event, die Hauptattraktion, der Mann, um den die Karte gebaut worden ist. So ist es ja dieses Mal auch. Hast du dann trotzdem das Gefühl, der Trostpreis zu sein, wenn er sagt, ich will ja ultimativ den Eckerlin, du bist nur der Umweg? Das ist für mich gar kein Problem. Ich verstehe ja das ist ja eine Ego-Sache bei ihm. Er will ja das wieder gut machen, was damals verkackt worden ist. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, am Ende des Tages, ich respektiere ihn, aber die Zuschauer respektiere ich mehr. Und das Publikum wird genau das bekommen, was sie am Ende verdienen, nämlich einen absoluten Megakracher, das beste Comeback des Jahres, wenn nicht überhaupt jemals bei Octagon. Dafür werde ich alles tun. Und danach werden wir sehen. Ja, aber dann lass doch 5 Runden kämpfen und nicht 3. 3 Runden schmecken, glaub mir. Mein Ja. Stadion, meine Regel. Du gehst schon aus dem Weg. Mach doch 5 Runden. Warum keine 5 Runden? Ist doch besser für die Zuschauer, wenn du sagst, Ich pack alles in 3 Runden. ja, aber Von ist A doch, bis Z. ja, und mach dann doch ist gut. Egal, kannst du auch in 5 Runden Ist dabei, reinpacken. ist doch bei 3 Runden. Ja, aber du kannst trotzdem Du musst 5 doch nicht Runden beleidigt sein. Du bist du beleidigt? Nein, aber ist doch Du bist schöner, beleidigt. 5 Runden zu kämpfen. 3 Runden ist top. Was wäre der Unterschied gewesen bei 5? Er kriegt ja halt 5 Runden lang einen drauf. Jawohl. Tja. Er wird es schon spüren, die 3 Runden. Die werden schon lang. Ich habe ja gesagt, ich gehe für den Finish. Ich werde immer alles dafür tun, um einen Kampf zu finishen. Und deswegen wird es auch, denke ich, nicht über diese 3 Runden gehen. Comeback, hast du gesagt. Schwieriges Comeback, Verletzungsprobleme. Hand aufs Herz. Wie steht's mit der Hand? Die Hand hat natürlich sehr unter dem letzten Kampf, unter dem Ding sehr gelitten. Aber das hat mich dazu motiviert, an vielen, vielen anderen neuen Skills zu arbeiten. An vielen anderen Dingen in meinem Skillset so zu arbeiten, dass die wirklich gefährlich werden. Und ich kann es kaum erwarten, das zu präsentieren im Frankfurter Stadion. Ich habe jeden Podcast mit dir gehört, jedes Video geschaut. Da ist ja noch mal was gewesen mit der Hand. Sind da Selbstzweifel? Denkt man sich, jetzt geht's dem Ende zu, das ist das letzte Viertel in meiner Karriere. Hat man das schon realisiert? Hat man das vor Augen, dass die längste Zeit hinter dir liegt? Das auf jeden Fall. Also ich bin ja absoluter Realist. Aber ich habe mir auch zu Beginn meiner Karriere schon die Hand gebrochen. Jetzt war das natürlich ein sehr übler Bruch. Aber prinzipiell ist es so, jeder Kampf kann der letzte sein. Und genau das ist natürlich auch mein Anspruch. Ich will so kämpfen, als wäre das der allerletzte Kampf meiner Karriere. Ich habe das jetzt schon die letzten Jahre öfters gesagt. Die Performance haben immer für sich gesprochen. Und nicht anders gehe ich an diesen Kampf ran. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich will da jetzt irgend so eine halb gekochte Suppe kämpfen. Gucken wir, es wird um alles gehen. Ich werde alles in diesem Cage lassen. Und wenn die Hand wieder am Arsch geht, ist das auch vollkommen egal. Ich werde alles dafür tun, um zu siegen. Und ich habe keinerlei Zweifel, dass die Hand mich irgendwie da bremsen würde. Wessen Feuer ist heißer? Er war 2 Jahre verletzt, er hat sich die Hand gebrochen, mehrmals. Wirst du ihn brechen am 26. September? Ich werde alles dafür tun und ihn auch zu brechen. Wie wird das aussehen? Gut, ich brauche ja meinen Kampfstil nicht verstecken. Jeder weiß, wie ich kämpfe. Er wird mich gegen den Cage drücken, festhalten und wird dann draufhauen. Nee. Und Doch, das bist du. Er wird natürlich sein Gewicht nutzen.
Kein typischer Christian Jungwirth in der Mitte Doch. ballern, Linie in den Sand und Natürlich. also wird nicht festgehalten, wird nicht geclincht. Wir werden sehen. Wir kämpfen MMA. Wir Aber was kämpfen werden wir MMA. sehen? Ja, wir kämpfen MMA. Ja. Deswegen muss man auch alle Register ziehen, die man hat. Ein taktischer Christian Jungwirth? Wir werden sehen. Komm. Wir zeigen, dass ich mich wieder weiterentwickelt habe in allen Bereichen. Kein Spiel auf Sicherheit. Komm, wir geben den Leuten, was sie verdienen. Wir geben eine richtige Schlacht. Hand drauf, komm. Bist du bereit? Ich gebe dir meine Hand. Da bin ich mal gespannt. Wir geben den Leuten, was sie verdienen. Ja. Und ich gebe dir auch, was du verdienst. Ja. Ja. Warum schwitzt der Hand so? Du hättest das Comeback gegen einen leichteren Gegner haben können. Ja. Ist es auch der persönliche Stolz zu sagen, ich will da nicht irgendeinen Busfahrer, irgendein Ei, ich will einfach die Bestie, die in meinem Kopf ist, wie du es vorher gesagt hast? Das ist mein Anspruch. Ich komme nicht in den Käfig, um Fallobst zu kämpfen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer starke Leute gekämpft. Und das ist die einzige Option, die ich will. Ich will, dass man den Kampf ernst nimmt. Und ich glaube, es gibt kaum einen Kampf, den man so ernst nehmen könnte wie dieses Duell. Auch von meiner Seite. Deswegen, ja, das ist die einzige Option, er. Ärgert dich das, wenn einer sagt, ich komme 2 Gewichtsklassen hoch, der passt genau in mein Raster? Eine kommt ja hoch. Wie man es nimmt, er kommt auf jeden Früher Fall mal hoch. war es 2, aber nach dem letzten Kampf hast du ja schon bei 70 gekämpft. Also nur noch eine. Trotzdem sagt er, als leichterer, kleinerer, wahrscheinlich weniger stärkerer Gegner, ich komme dahin, der passt genau, den mache ich fertig. Ärgert dich sowas, wenn jemand in dein Revier pinkelt? Soll er kommen? Nein, ich freue mich schon. Ich freue mich echt schon. Ich kann es kaum abwarten, immer aufs Maul zu hauen. Ja. Ich respektiere ihn. Es weiß er auch. Ich habe immer zu dir gesagt, immer 100% Respekt, bevor wir uns getroffen haben. Und es wird auch so bleiben. Aber dort am 26.09. gibt's aufs Maul. Das bestätige ich. Für dich. Du wirst frisch eingelegt. Geil. Ja, ich freue mich. Kommen wir zum Thema Druck. Ihr dürft mir gerne sagen, wie ihr das seht, aber für mich liegt der Druck 100%ig bei dir. Du willst den Eckerling-Kampf, das ist deine Gewichtsklasse, wahrscheinlich bist du der Favorit. Drucksituation für dich. Eckerlin ist mal ganz raus aus dem Kopf. Für mich zählt Max Koga, 26.09. Und da ist 100%iger Fokus und sonst nichts anderes. Was danach ist, ist danach, scheißegal. Aber da, an dem Tag, ist Max Koga. Und es ist sehr ernst zu nehmen für mich. Und das nehme ich. Wirst du seine Karriere beenden? Ist mir egal, was er danach macht, aber ich komme zum Gewinn. Drucksituation. Kannst mir auch deine Meinung sagen? Ich sage, die Drucksituation liegt bei ihm, aber zu einem Teil beim zweiten Nachdenken auch bei dir. Du kämpfst zu Hause, vor Familie, Freunden, Trainingspartnern, in deinem Wohnzimmer, in diesem Stadion. Wenn du da, sagen wir mal, von einem größeren, schwereren Mann dominiert werden würdest, würde das deinem Vermächtnis schaden? Würde das was daran ändern, wie sich Leute an Max Koga erinnern? Ich glaube, allein dieses Duell ist absolut historisch. Das im Stadion, deswegen, ich empfinde an dem Punkt auch keinen Druck, sondern absolute Motivation. Das ist genau das Feuer, von dem ich spreche. Das ist genau das, was ich brauche, um zu performen. Deswegen, ich habe keinen Druck. Spielt keine Rolle. Trotzdem, wenn ein Außenseiter von außen reinkommt in dein Territorium, viele sagen ja, du bist der König von Frankfurt, nicht Christian Eckerlin, das wird ja so unter vorgehaltener Hand, hört man das ja manchmal in der MMA-Szene. Was würde passieren, wenn ein Außenstehender, ein Außenseiter reinkommt und dich vor deinen Fans zum Schweigen bringt? Ich sag dir, wie es ist mir vollkommen scheißegal, was jeder andere drumherum sagt, was jeder andere denkt, ob einer kommt oder nicht. Es geht einzig und allein um diesen Kampf. Es geht einzig um allein eine absolut krachende Show mit meinen Skills darzulegen. Und der Rest ist vollkommen egal. Mir ist egal, was die anderen denken, ob die Leute es gut finden oder nicht, ob die Leute sagen, er hätte vorher gegen Christian Eckerlin kämpfen sollen. Es spielt keine Rolle. Es spielt einfach alles keine Rolle. Jetzt sitzen wir hier. Ich habe alles richtig gemacht und ich werde am 26. auch alles richtig machen. Wir werden sehen. Und das wirst du spüren. Kommt, Ja. kommt. Ja, normal. Ich bin bereit.
Ja. Was können die Jungwirth-Fans erwarten? Du hast gesagt, wir wollen eine Show bieten. Er hat es auch gesagt, das ist die Show des Jahres. Wie immer. Bis aufs Blut. Wenn es sein muss. Welche neuen Fähigkeiten bringst du mit in dieses Gefecht? Ja, die werde ich jetzt nicht sagen. Erzähl mal. Was kannst du lesen bei deinem Gegner? Wenn du ihm in die Augen schaust. Dass er sich auch weiterentwickelt hat, natürlich. Er muss ja auch einstellen, sich umstellen mit der Hand und alles. Ja? Welche Version von ihm erwartest du? Hoffentlich die beste. Naja, hoffentlich bringt er alles mit. Der wird schnell rot sehen und dann gucken wir, was passiert, wenn er rot sieht. Dann wird er wieder Vorwärtsgang, Vollgas, drauf los. Naja, kleiner Spitze. Du hast viel in Brasilien gearbeitet, hast auch da neue Fähigkeiten akquiriert und einfach versucht, ein besserer Kämpfer zu werden. In der Zeit war er viel verletzt. Ist das ein Vorteil? Ob das ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich schaue nach mir. Ich schaue, dass ich mich jeden Tag weiterentwickle, verbessere in allen Bereichen. Ob mental, ob physisch, ob Skill-Level-mäßig. Da arbeite ich in allen Bereichen. Und was er macht, ist mir in erster Linie egal. Und ich gucke nach mir. Ja. Also du hast keine Schwächen bei ihm gesehen, weil du nur auf dich schaust? Oder hast Nein, ich analysiere ihn schon, natürlich. Was sagen die Tapes? Warum brichst du den Mann? Warum bist du besser als er? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Was siehst du? Wo sind die Schwächen von ihm? Wo schlägst du Kapital? Ich besiege in jedem einzelnen Bereich. Du bist überall besser als er? Ich bin überall besser als er. Ja? Ja. Auf dem Blatt Papier? Du bist jetzt ein Grappler geworden. Seit er in Brasilien ist. Ja. Grappler bist du auf jeden Fall. Du bist Black Belt. Du bist ein vielseitiger Kämpfer, technisch starker Kämpfer. Du hast die tiefsten Gewässer gesehen, über 30 Profikämpfe. Du sagst, du bist überall besser als er. Ich bin überall besser als er. Was macht das mit dir? Das macht ihn traurig. Nein. Das siehst du, er ist nein, beleidigt und traurig. Ich freue mich. Ich freue mich echt. Ich freue mich. Ich bin mit sauer, was man Adern im Kopf kriegt. Ich freue mich. Also ein bisschen Ja. unterdrückst du schon, glaube ich, ne? Ich freue Ja, mich. klar, der will den Tisch doch rumwerfen. Guck mal, wie er mich anguckt. Ja. Nee, geil. Ist doch geil. Das ist doch ein Ansporn für mich. Wenn er sagt, er ist in allen Bereichen besser, dann will ich zeigen, dass es nicht so ist. Nimmt er, Das dich wäre vielleicht, falsch. nimmt er dich vielleicht nicht ernst? Denke nicht. Er nimmt mich schon ernst. Tief im Inneren. Ja. Muss er. Muss er. Muss er? Es wäre ja ein Fehler, wenn er mich nicht ernst nehmen würde. Ich nehme ihn auf jeden Fall ernst. Das ist ja auch kein Spaß, das wir machen. Das ist ein sehr harter Sport. Das weiß jeder, der selbst kämpft. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich mein Skillset kenne, dass ich Fähigkeiten mitbringe, von denen er nichts weiß. Und vor allem ist es einfach auch mein Verständnis von dem Sport. Ich analysiere die Bewegung, ich werde sehen, was er macht, ich werde sehen, was er probiert. Und auch wenn es neue Sachen sind, wird es nichts sein, was ich noch nicht erlebt habe. Deswegen ist es ganz klar. Deswegen weiß ich auch, dass er gar nichts mehr geht, wird er rot sehen. Und darauf plädiere ich, dass er dann vorwärts geht und einfach versucht, die Gewalt herrschen zu lassen. Und das ist genau das, was ich von dir erwarte. Das ist aber auch irgendwo seine Stärke, ne? Dieses Chaos, dieses Rotsehen, dieses nach vorne marschieren, einfach. Das verstehen viele auch falsch. Viele denken immer, okay, ich gehe komplett technisch und versiert an die Sachen ran. Ey, ich hab's ja gesagt, ich kann Feuer mit Feuer bekämpfen. Dieses Chaos, das Wilde, der innere Kern vom MMA, das ist genau das, wo ich am stärksten bin. Das, was ich am meisten liebe. Ich kann switchen. Ich kann von ultra aggressiv umswitchen zu clever, hin und her. Aber nur weil es heißt, Christian Jungwirth ist ein aggressiver Kämpfer, der nach vorne geht und seine größte Stärke, heißt es nicht, dass ich davor Angst haben muss. Das ist meine Stärke. Das ist meine Stärke. Und wir werden sehen, wer dann wirklich im Rückwärtsgang ist, wenn wir aufeinander prallen. Hm? Ja. Wirst du zurückgehen? Wer weiß? Vielleicht gehe ich 2 Schritte zurück Ja, gut. und einer vorne dann. Ja. Solltest du nicht derjenige sein, der aufgrund der Routine, aufgrund der Erfahrung
das Chaos vermeiden müsste? Und wie behältst du die Kontrolle, wenn das Wasser tief wird und das Feuer heiß? Weißt du, vielleicht behalte ich ja die Kontrolle. Und such dann das Chaos. Mein kleiner Spitz. Schauen wir, was kommt. Ich werde bestens vorbereitet. Sein. Die Sache ist, ich erwarte das Schlimmste von ihm. Und das Schlimmste kriege ich tagtäglich im Gym serviert. Ich werde durch die Mangel genommen von meinen Leuten. Die Leute werfen mich schon in tiefes Wasser und gucken, es ist möglichst so schlimm, wie es nur geht. Und das liebe ich. Ich liebe es und ich brauche das auch. Aber es ist ja eigentlich deine Lebensgeschichte, die er erzählt. Oder die Geschichte deiner Karriere, sollte man sagen. Du bist ja der die Leute ertränkt, wenn das Wasser wirklich tief wird, um diese Metapher nochmal überzubemühen. Ja, ist doch geil, wenn er auch auf meine Spielwiese kommen will. Ist doch geil. Fühle ich mich wohl. Du kommst auch auf meine Spielwiese in mein Stadion. Das ist zu Hause. Egal, wo der Käfig steht, Oktagon ist mein Zuhause. Egal, wo der Käfig steht. Egal, in welcher Stadt. Egal, wo. Oktagon ist mein Zuhause. Ja, ich werd ja der Käfig ist mein Zuhause. Ja. Das werden wir sehen. Du zweifelst an dem, was er sagt? Nein, er soll das ruhig glauben. Er soll es ruhig sagen. Es ändert aber nichts an der Tatsache. Ich nehme ihn dein Zuhause weg. Mhm. Ja. Er nimmt dir dein Zuhause weg. Das heißt ja Existenzgrundlage, die Grundlage, deine Familie zu ernähren. Da steht ja doch einiges auf dem Spiel, auch wenn es kein Titel ist. Vor so vielen Menschen, High Stakes. Ja. Ich freue mich. Ey. Ich glaube, du hast irgendwas in dir drin, was du nicht rauslässt. Ich glaube, du möchtest ihm noch was Ja, sagen. ich will es ja zeigen. Nein, ich bin kein Redner. Ich bin da, um abzuliefern. Ich rede nicht, ich bin ein Macher. Das ist der Unterschied. Sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Wenn ich nur reden würde oder, ja. Ich fange mal mit 30 Jahren an. MMA. Guck mal, gegen was für Leute ich kämpfe. Geil. Das ist für mich eine Bestätigung, dass ich alles richtig mache, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Dass solche Leute gegen mich kämpfen wollen, das zeigt doch, dass ich alles richtig mache. Alles richtig. Und das ist geil. Ich bin einfach dankbar für mein Leben, für meine persönliche Weiterentwicklung und der mir der Sport gegeben hat, das MMA und ja, ich bin einfach ein dankbarer Mensch, dass ich hier sitzen kann und er fordert mich heraus. Ich mache alles richtig. Geil. Ich krieg Gänsehaut. Das ist Hammer. Ich freue mich einfach nur. Die Gänsehaut war auf jeden Fall da, als wir da im Oktagon gestanden sind. Auch heute ist sie wieder da. Die Haare gehen schon langsam hoch. Warum dürfen Fans diesen Kampf nicht verpassen? Ich bin jemand, der zu seinem Wort steht. Und es wird ein spektakulärer Kampf werden. Das hört ihr von beiden Seiten, deswegen ist das absolutes Pflichtprogramm. Jeder, der es verpasst, ist selbst schuld. Aber es wird der krasseste Kampf werden. Was willst du ihm beweisen? Was willst du der Welt beweisen? Ich will ihm nichts beweisen. Willst du es nur dir selbst beweisen? Ich werde an dem Tag alles im Käfig lassen. Und wenn ich schaffe, alles in dem Käfig zu lassen, dann bin ich nur ein Gewinner. Und alles andere ist mir scheißegal. Alles an dem Tag drin lassen im Käfig. Alles. Alles. Bist du auch bereit dazu? Ich lasse alles im Käfig. Immer. Deswegen sitzen wir hier. Geil. Okay. Dann würde ich euch dazu bitten, noch einen kleinen Stare-Down zu machen. Face-to-Face heißt das Format. Wir schauen uns in die Augen. 26. September, Frankfurt, Stadion, Oktagon 94, Christian Jungwirth, Max Koga. Christian, ich möchte, dass du Max sagst, warum der 26. September der schmerzhafteste Tag seines Lebens wird. Brauch ich nicht sagen. Brauch ich nicht sagen. Das weiß er. Ich möchte, dass du ihm sagst. Ich sage gar nichts. Weltergewicht, Christian Jungwirth, Max Koga, Oktagon 94. Verpasst das nicht, Leute. Dreht euch gerne nochmal zur Kamera.
Jetzt Tickets sichern auf octagontickets.de.